Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute machen wir wieder das schnelle Sonntagsrezept und zwar ist es heute mal ein Partyrezept. Ihr macht eine große Feier oder eine Party, viele Personen kommen? Dann habe ich heute genau das richtige Rezept für euch. Und zwar machen wir leckere Hackbrötchen aus dem Backofen. Wie ich die zubereite, das zeige ich euch jetzt. Und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für das heutige Partyrezept benötigen wir folgende Zutaten: 1 Kilogramm Hackfleisch, ein Paket geriebenen Käse nach Wahl, 2 rote Paprikaschoten, etwas Senf, etwas Gewürzketchup, ich habe hier Curryketchup genommen, und Aufbackbrötchen. Alle Zutaten mit Mengenangaben und das gesamte Rezept schreibe ich euch wie immer auch in meine Videobeschreibung. Zuerst schneiden wir unsere Paprika in ganz feine Würfel. Die Würfel, die sollten wirklich so fein wie möglich werden. Für dieses Rezept könnt ihr auch sehr gut die roten Spitzpaprika verwenden, denn die haben einen leicht süßlichen und schön tomatigen Geschmack. Leider habe ich keine bekommen, aber es gehen auch die ganz normalen roten Paprika. Als nächstes würzen wir unser Hackfleisch. Ich würze hier mit 2 Teelöffeln Salz, Pfeffer. Da müsst ihr gucken, wie scharf ihr es gerne möchtet. Ich mache immer so ungefähr 1 Teelöffel dran und 2 Teelöffel Paprika edelsüß. Dazu kommt dann noch ein kräftiger Teelöffel Senf. Ich habe hier mittelscharfen Senf genommen, ihr könnt aber auch Dijon-Senf oder Senf nach eurer eigenen Wahl nehmen. Dazu kommen dann die ganz fein gewürfelten Paprikaschoten. Zum Schluss gebe ich noch einen kräftigen Klecks von dem Curryketchup dran. Ihr könnt auch scharfen Ketchup oder anderen Ketchup wie Tomatenketchup verwenden. Jetzt wird das Ganze mit den Händen erst einmal richtig kräftig durchgemengt, damit sich alle Zutaten gut miteinander verbinden. Das dauert jetzt so circa 5 Minuten. Einmal richtig kräftig durchkneten. Und in die Hackfleischmasse geben wir jetzt direkt unser Paket Käse. Ich habe hier einen Gouda genommen, ihr könnt aber auch jeden anderen Käse verwenden. Es geht auch Gratin oder Auflaufkäse oder ihr reibt euren Käse selbst. Auch der Käse muss jetzt einmal richtig kräftig in die Masse eingeknetet werden. Das dauert noch mal so ungefähr 2 bis 3 Minuten. Zusätzlich zu dem Gouda reibe ich noch ein bisschen kräftigen Parmesankäse in meine Hackfleischmasse. Das gibt dem Ganzen noch mal einen kräftigeren Geschmack. Ihr könnt die Käsesorten hier nach Belieben mischen, so wie es euch gefällt. Nehmt einfach die Sorten, die ihr am liebsten mögt. Oder ganz einfach nur eine Packung geriebenen Käse. Auch den Parmesankäse arbeite ich jetzt noch mal kräftig in die Hackfleischmasse für ca. 1 Minute ein. Als nächstes benötigen wir unsere Aufbackbrötchen. Die schneidet ihr auf. Ihr müsst da wirklich aufpassen, dass ihr sehr gut die Mitte trefft, damit die Brötchenhälften ungefähr gleich groß und gleich dick sind. Die Hackfleischmasse, die reicht ungefähr so für 36 Hälften. Und jetzt machen wir unsere Hackfleischbrötchen. Dazu nehmen wir einen kleinen Teil der Hackfleischmasse in die Hand und drücken sie auf das Aufbackbrötchen auf. Die Masse solltet ihr auch nicht zu dick draufpacken, sondern so ungefähr wie ich das hier zeige. Wichtig ist, dass die Masse gleichmäßig verteilt ist und nicht an einer Stelle super dick und an der anderen Stelle ganz dünn ist. So belegt ihr erstmal so viele Aufbackbrötchen, wie in euren Ofen passen, und den Rest des Hackfleisch packt ihr dann immer zurück in den Kühlschrank, bis ihr neue Brötchen macht. Die fertigen Hackfleischbrötchen, die gebt ihr dann auf ein Backblech, das ihr mit Backpapier auslegt. Und dann kommt das Ganze bei 180 Grad Umluft für 10 bis 15 Minuten in den Backofen. Die ersten Brötchen dauern ein bisschen länger,
durchaus 15 Minuten. Wenn ihr die nächsten rein tut, dann müsst ihr nach 10 Minuten wirklich nachgucken. Dann dauert das meist nur noch so 10 bis 12 Minuten, bis die Hackfleischbrötchen fertig sind. Nach 15 Minuten sehen die Hackfleischbrötchen bei mir so aus. Ich lasse sie dann immer ein klein bisschen auskühlen, so für 4 bis 5 Minuten und serviere sie dann. Wie ihr sehen könnt, ist der Käse jetzt richtig schön in die Hackfleischmasse eingeschmolzen. Und das schmeckt richtig lecker, kann ich wirklich nur empfehlen nachzumachen. Und dann können die Hackfleischbrötchen auch schon auf einem Teller serviert werden. Damit bekommt man wirklich viele hungrige Gäste satt. Ja, ich hoffe, mein schnelles Sonntagsrezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Ja, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!